Du willst schlechte Angewohnheiten ablegen und dich selbst neu erfinden? Dich gesünder ernähren, mehr bewegen oder gelassener in die Zukunft blicken? Mit diesen Tipps kannst du deinem Spiegelbild auch bald Hello, New Me zurufen. Hi, mein Name ist Julia, ich bin Personal Trainerin und ich habe heute ein paar Tipps für euch, wie es euch zukünftig leichter fallen wird, euch zu bewegen. Ich bin Tanja, ich bin Futurist und ich zeige dir, wie man aus Zukunftsangst Zukunftsfreude machen kann. Ich bin Dana, Ernährungscoach und ich zeige dir heute, dass gesunde Ernährung gar nicht so schwer ist. Menschen scheitern oft an ihren Zielen, weil sie ihre Routine in ihrem Alltag nicht ständig wiederholen und weil sie oft ihr Ziel aus den Augen lassen. Da braucht man erstmal wieder Motivation und Disziplin, um sich da rauszuarbeiten. Ich sage Experiment new. Das heißt, versuch jeden Tag etwas zu machen, das du zum ersten Mal tust und somit blickst du der Zukunft mit Freude entgegen. Wenn du etwas in deinem Leben verändern willst, dann fang direkt morgen früh damit an. So startest du mit voller Energie in den Tag. Morgens ist der ideale Zeitpunkt, um an deiner Zukunft zu arbeiten. Denn bevor du richtig in den Tag startest, solltest du dir einen Moment nehmen zur Reflexion, dir deine Ziele zu überlegen und zu schauen, wo möchte ich denn hin? Mein Tipp für den Morgen ist Zitronenwasser auf nüchternen Magen. Es regt unsere Verdauung an, sorgt für Vitamin C und ist ein enormer Immunbooster. Der Morgen eignet sich besonders für Bewegung, weil ihr startet in einen neuen Tag. Ihr fühlt euch danach direkt energiegeladener und könnt mit Power in den Arbeitsalltag starten. Wie bleibt man am besten am Ball? Dafür stell dir immer wieder deine Zukunftsvision vor. Wo möchtest du hin? Wie möchtest du in 5, in 10, vielleicht in 30 Jahren leben? Und dann versuche Schritt für Schritt die Wege, die dorthin fügen, zu erkunden. Wenn du mehr Inspiration für einen guten Start in den Tag suchst, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Die Mittagszeit ist die beste Chance für positive Veränderungen. Gerade im Büro neigen wir dazu, uns schlecht zu ernähren und uns einfach mal die Currywurst von nebenan zu holen. Deshalb bereite dir doch einfach mal dein Essen am Vorabend vor und nimm es mit ins Büro. Dein Körper wird es dir danken. In jede Mittagspause passt ein Mini-Workout, also klappt einfach mal den Laptop zu und probiert ein paar Mobilitätsübungen aus. Um deine eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, stell dir vor, welche Zukunft du gestalten möchtest und in welcher Zukunft du leben möchtest. Was tust du schon in der Gegenwart, damit diese Zukunft wahr wird? Und was musst du vielleicht loslassen, damit diese Zukunft eintreten kann? Was ich am wichtigsten bei der gesunden Ernährung finde, wir sollten wirklich darauf achten, dass die Produkte gute Qualität haben und auch nachhaltig produziert werden. Wenn du dich nicht ausreichend bewegst, dann wirst du das früher oder später an Haltungsschäden feststellen oder auch an den bekannten Rückenschmerzen. Von daher kann ich dir nur den Tipp geben, wenn ihr euch mittags ein bisschen bewegen wollt, dann stellt euch einfach mal hinter den Stuhl, und bewegt euch am Platz. Was sind deine Tipps für mehr Bewegung im Alltag? Schreib's gerne in die Kommentare. Mein Ernährungstipp für den Abend ist, leichte Kost zu essen. Sowas wie Fisch, Gemüse, Nüsse, einfach damit die Verdauung nicht so stark belastet wird und du einen leichteren Schlaf hast. Der Abend eignet sich besonders gut dafür, sich 3 Dinge aufzuschreiben. Etwas, was man am Tag gelernt hat, etwas, was man vielleicht verändern möchte und etwas, was man noch am nächsten Tag erledigen möchte. Und welche Sportübungen sich am besten für den Abend eignen, zeigt euch jetzt Julia. Meine Tipps für dich für den Abend sind definitiv auspowern. Alles, was du brauchst, ist dein Körper, eine Matte und vielleicht ein paar Gewichte. Übungen, die sich für den Abend definitiv am besten eignen, sind Übungen, bei denen du Vollgas geben kannst, weil ich meine, du kannst ja im Anschluss direkt duschen gehen, hast vielleicht auch gar keine Termine heute mehr, weil du schon alles abgearbeitet hast. Heißt, du kannst dich komplett auf dich selbst fokussieren. Eine gute Alternative für den Abend als Snack auf dem Sofa sind zum Beispiel Gemüsesticks. Das kann man super gut mit einem Joghurt essen und auch Nüsse, denn die haben tolle Proteine und super Fette für uns Menschen.
Keine Sorge, wenn du abends Sport machst, heißt es nicht, dass du dann nicht gut schlafen kannst. Da habe ich einen guten Trick für dich. Und zwar gibt es da eine sehr, sehr gute Atemübung, damit dein Geist und dein Körper zur Ruhe kommt. Atmest 8 Sekunden ein, hältst die Luft 10 Sekunden an und atmest dann 8 Sekunden wieder aus. Und das wiederholst du so oft, bis du gar nicht mehr checkst, dass du eingeschlafen bist. Du merkst, dass du eine Veränderung geschafft hast. Wenn einem genau diese Veränderungen leicht fallen und es sich einfach anfühlt. Ist das vielleicht ein neuer Job, neue Freunde, eine neue Sprache? Das Schönste daran, sich selbst neu zu erfinden, ist, dass du Wissen dazu gewinnst und dich weiterentwickeln kannst. So soll man erreichte Ziele feiern. Mit einem Vielmachglas. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein tolles Ereignis und ein Ziel erreicht hast, schreib es auf einen Zettel und tu es in ein leeres, großes Einmachglas. Und am Ende des Jahres kannst du dann alle deine Erfolge sehen und nochmal lesen. Mein größtes Ziel ist es, an meiner gesunden Ernährung dran zu bleiben und mich auch sportlich gut zu betätigen. Ich habe eigentlich das Ziel, alle 5 Jahre mich zu verändern, in einen neuen Kiez zu ziehen und dadurch wieder neue Leute kennenzulernen. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, zukünftig jeden Morgen eine halbe Stunde Yoga zu machen. Wenn du über deine eigene Zukunft nachdenkst, versuche mal positiv zu denken. Und ich sage immer, versuch zu überlegen, in welcher Zukunft möchtest du leben und welche möchtest du gestalten, dann findest du schon heute den Weg, der dich in diese Zukunft führt.